In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Business baust. Ja, wir machen daraus eine kleine Serie hier auf YouTube und du lernst wirklich Schritt für Schritt ein eigenes Business aufzubauen. Ich zeige dir, wie ich recherchiere, wie ich gucke, ob sich etwas lohnen wird, hoffentlich lohnen wird. Ja, also wir können ja so ein paar Sachen schon mal abmildern und gucken, so ja, könnte was werden oder könnte nicht. Ich zeige dir, wie du dafür Produkte besorgst und diese Produkte halt auch verwendest, um deine eigenen Produkte zu erschaffen. Also selbst wenn du kein Künstler bist, kannst du dein eigenes digitales Business auf Etsy aufbauen. Das Schöne ist, das geht für ja, jedes digitale Produkt. Ne? Was immer du erstellen kannst, kannst du auf diese Weise auf Etsy ja, aufbauen. Ich werde dir zunächst einmal zeigen, ich habe mir einen Shop rausgesucht und ich werde dir einmal zeigen, was der jeden Tag für Verkäufe hat. Ich zeige dir auch, wie ich das nachgucke und ich zeige dir auch, wie ich das genau mache. Dann überlegen wir uns gemeinsam, welche Produkte wir dafür brauchen, welche Investitionen hier nötig sind. Vielleicht hast du ja auch schon einige Sachen davon, das weiß ich natürlich nicht. Das kannst du da selber mal checken. Und dann zeige ich dir auch noch, wie du Mockups nutzt und diese Mockups dann auf Etsy als Bilder einstellst. Ich rede sogar mit dir über das Etsy SEO. Ich hatte nämlich das Glück, ich habe vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von Etsy geführt und der hat mir einige wertvolle Tipps gegeben, wie man denn ja, sein Etsy SEO vernünftig aufsetzt und so schon über die Suche direkt Leute abfängt und in seinen Shop bringt. Ja. Und wir legen jetzt einmal live los. Das heißt, du siehst wirklich Schritt für Schritt, wie ich dieses Business erschaffe, in Anführungsstrichen. Also wir legen einen Shop an, wir stellen Produkte ein und ich zeige dir, wie du die Produkte erstellst. Ich hoffe, du wirst dabei ganz viel Spaß haben. Das wird sich über mehrere Wochen erstrecken. Im Moment habe ich, glaube ich, 8 Videos geplant. Wir können natürlich aber auch schneller oder langsamer vorgehen, wir werden es sehen. Aber ganz wichtig, wenn du das wirklich wissen möchtest, schau dir das alles komplett an, die ganze Playlist zu diesem Thema. Und dann kannst du nachvollziehen, ob wir Verkäufe haben, ob wir keine haben, ob das Ganze funktioniert hat oder ob das eine gute Idee ist. Bei uns auch. Ja, ich hoffe, du hast ganz viel Spaß daran. Und jetzt gehen wir einmal an den Computer und ich zeige dir, was ich mir da genau ausgesucht habe. Ich habe jetzt hier einmal den Shop von Articraft aufgerufen und Articraft Digital Art ist ein Shop, der hier ja Prints verkauft. Ne? Ich öffne mal jetzt ein. Dann kannst du schon sehen, wie das Ganze aussehen soll. Also, meine Idee ist, hier ist ein Mockup und hier sind 3 Bilder, die von den Leuten von Articraft erstellt wurden und die kommen hier in den Rahmen rein und dann wird das Ganze als Download verkauft. Das heißt, letztendlich sind das 3 PDFs oder 3 JPEGs oder was auch immer, die hier anbieten. Das können wir uns hier natürlich noch genauer angucken. Ne? Hier sind auch die verschiedenen Größen, die da drin sind. Ja, ganz nett gemacht. Ne? Also für 8,35 € bekommst du ganz viele verschiedene Größen von diesen 3 Bildern und die kannst du dir dann ja, überall in deiner Wohnung hinhängen. Ne? So, jetzt gehe ich mal wieder zurück zum Shop und zeige dir, wie das Ganze hier, ja, was hier los ist sozusagen. Ne? Also, erst einmal, der oder diejenige hat 648 Produkte. Das sind natürlich unglaublich viele. Und wenn du gerade erst anfängst oder wenn wir jetzt hier anfangen, natürlich haben wir da nicht sofort so viele Produkte da drin. Und natürlich werden wir dann nicht dieselbe Menge an Verkäufen jeden Tag haben. Aber das Gute ist, diese Produkte sind schnell erstellt. Das heißt, wenn du in einer Woche, ich sag mal 2-3 Stunden Zeit hast, kannst du dir ohne Probleme so ein Business aufbauen. Genau das machen wir jetzt einmal. Ich zeige dir nämlich erst einmal, dass sich das lohnt. Wie ich das nachschaue, ist, ich schreibe mir jeden Tag hier die Zahl der Verkäufe aus. Das sind jetzt heute 8.317. Heute ist der 22.11. und das heißt, heute Morgen waren es 8.314. Das heißt, es wurden jetzt in den letzten 3 Stunden bereits 3 Sets wieder verkauft. Ich sage jetzt mal Sets, also aus Bildern hier. Welche auch immer, ist jetzt völlig egal. Wichtig ist, dass 3 Sets bereits verkauft wurden. Wenn du jetzt Zahlen anguckst, zwischen dem 13.11. und dem
22.11. sind das 8.052 und hier sind 8.314. Das heißt, so grob gerechnet hat derjenige ja 260 Pakete Bilder verkauft. Ja? Jetzt müssen wir nur herausfinden, lohnt sich das? Ne? Lohnt sich das für dich? Ist das eine gute Investition deiner Zeit und auch deines Geldes? Weil selbst wenn du das nicht selber malst, was vielleicht die einfachste Lösung wäre, ne? Stellt sich ja die Frage, die 260 Pakete, ungefähr, Pi mal Daumen, ja, es ist nicht so ganz so wichtig, in 10 Tagen, das heißt in 30 Tagen wären es 780, sagen wir 750 und jedes Paket bringt dir, ich sag mal, 6, 7 Euro. Ja, klingt doch erstmal toll, oder? Also, das ist doch eine Menge Geld. Natürlich gehen da noch die ganzen Kosten von ab und so weiter. Aber locker könnten wir hier so auf 3.500 Euro kommen im Monat. Wie gesagt, nicht von heute auf morgen, weil du wirst natürlich nicht sofort 645 Produkte da drin haben. Aber das ist machbar, ja. Und das ist schon mal eine gute Sache. Es ist machbar. Man könnte natürlich jetzt noch für sehr viel länger diese Verkäufe tracken, sage ich jetzt mal. Ist nichts Verbotenes dabei. Du kannst dir jeden Job hier aussuchen, wo du denkst, diese Produkte möchte ich oder ähnliche Produkte möchte ich auch herstellen. Und kannst einfach jeden Tag zu ungefähr derselben Zeit gucken, wie viel derjenige von einem Tag zum anderen verkauft hat. Nichts einfacher als das eigentlich, ne? Und dann kannst du sehen, was ungefähr der durchschnittliche Betrag in 10 Tagen ist, damit auch in 30 Tagen und damit für 1 Monat, für 3 Monate, für 6 oder auch für 12 Monate. Pi mal Daumen. Ja? Natürlich ist das nicht 100% akkurat und natürlich ist es so, je mehr Produkte du hinzufügst, desto größer wird die Chance zu verkaufen. Ja, ne, dem einen gefällt das, dem anderen das. Natürlich wirst du auch Bestseller haben und andere, die so gar nicht laufen. Also ja, natürlich werden diese Zahlen variieren, aber ungefähr ist das, was drin ist, wenn du durchhältst. Ja? Das Durchhalten ist nämlich so ein ganz entscheidender Punkt im Online-Business. Ne? Dieses ich mache das mal eben und ich investiere jede Woche darin meine Zeit. Ne? Das ist das Schwierige in Online-Geschäft, weil man eben einmal bei derselben Sache bleiben muss und man muss immer wieder dasselbe tun, um schließlich damit erfolgreich zu sein. Wenn du jetzt 648 Mal solche Päckchen erstellst und Bilder erschaffst, die man an die Wand hängen kann, super, sollte mich wundern, wenn du dann keinen Erfolg hast. Ne? Natürlich geht das auch mit jedem anderen digitalen Produkt. Ich habe schon Sticker-Shops getrackt oder Scrapbooking-Shops oder benenne es ist auf Etsy und es funktioniert irgendwie als digitales Produkt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ja der eine oder andere ja vielleicht doch künstlerisch eher orientiert ist oder als Grafikdesigner und sich dann lieber um solche Sachen kümmert, als vielleicht um Sticker oder um Scrapbooking-Sachen. Ne? Das ist ja mehr so, ja, mehr was zum Basteln. Ne? Wie auch immer, das ist machbar, das ist möglich und das werden wir Schritt für Schritt jetzt machen. Hier ist es jetzt so, also ja, es lohnt sich, ne? Das haben wir jetzt herausgefunden. Mit dem Betrag kann man schon klarkommen. Wenn das Ganze noch passiv stattfindet, ja, super, ne? So können wir doch rechnen. Natürlich nicht vergessen, hier gehen die Steuern ab, hier gehen die Etsy-Gebühren ab. Und natürlich auch noch, was auch immer du brauchst, um das zu erstellen, wird auch noch davon abgezogen. Deswegen habe ich so mit 3.000 Euro gerechnet, statt mit knappen 5, wie das jetzt hier ungefähr daraus hervorgeht. Also, ja, kannst du das 645 oder 648 Mal machen, dann wirst du damit Erfolg haben. Und wir werden das jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Ich werde jetzt einfach mich mal hier bei Etsy anmelden. Wir werden gemeinsam ein Produkt erstellen und ich werde dir auch zeigen, wo ich die Materialien dafür kaufe, wenn du die nicht unbedingt selber machen willst. Ja? Man kann auch mal ganz anders anfangen, ne? Nämlich alles schön einfach. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und schon mal eine erste Inspiration gegeben und du hast jetzt richtig Lust, dein eigenes Online-Business aufzubauen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.